Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video aus Halmahera. Wir sind hier abseits der Tourismuspfade auf den Molukken in Indonesien unterwegs, waren bereits auf Ternate und im ersten Video haben wir hier auf Halmahera den aktiven Vulkan Dukono bestiegen. In diesem Video wird es auf jeden Fall ein bisschen entspannter mit einsamen Inseln und wunderschönen Stränden. Viel Spaß dabei! Foto dengan Mit. Foto? Ya, foto. Apa kabar? Hi, hello. Hi. Hello. Hello, like Wir haben uns gestern ein bisschen von den Strapazen vom Hike erholt und hier in Tobelo kommen wir im Johanna Hotel unter. Das würden wir jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, vor allem nicht für die Leute, die ein bisschen höhere Ansprüche an Hygiene haben, aber für uns war es okay und wir hatten jetzt auch irgendwie keinen Bock, uns was anderes zu suchen. Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder on Tour. Das Wetter ist heute nämlich auch richtig schön und wir sind gerade auf dem Weg zum Hafen. Wir wollen nämlich heute auf eine der vorgelagerten Inseln in Tobelo fahren. Alex, unser Guide von dem Hike, hatte uns da eine empfohlen, die ganz klein und unbewohnt und sehr schön sein soll. Und ja, wir hoffen jetzt einfach, dass wir jemanden finden, der uns dahin fährt. Trotz Sprachbarriere sitzen wir jetzt hier im Boot. Wir hatten von Alex einen Preis bekommen, 100 bis 150.000 Rupien pro Person hin und zurück. Und wir zahlen jetzt für ein komplettes Speedboot-Charter 300.000. Also vom Preis her ist es, glaube ich, ganz okay. Weiß ich nicht, ob es jetzt auch günstiger gegangen wäre. Ist halt schon manchmal schwierig, weil man die Leute halt nicht versteht. Auch Google Translate funktioniert nicht immer so gut. Aber wir sitzen im Boot, im Endeffekt funktioniert es halt doch immer wieder. Und ich hoffe, wir kommen bald an. Es soll so 20 Minuten dauern. Schauen wir mal. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Oke. Thank you. Sama-sama. Mr. Alcohol in Tobelo. Oke. It is chap tikus. Chop tikus. Yes. Oh. Thank you. Cheers. Terima kasih. Ist gut? Good. I like it. Die Insel hier ist mega schön, der Sand ist weich und weiß, das Wasser ist total klar, da macht es richtig Spaß, sich drin abzukühlen. Und es sind keine anderen Touristen hier, dafür aber ein paar sehr freundliche Locals, die uns eben auch schon auf ihren selbstgebrannten Schnaps eingeladen haben. Also so reisen wir auf jeden Fall am liebsten. Aber bei all der Schönheit darf man nicht vergessen, dass die Region hier in den Molukken und Halmahera ganz speziell Teil eines blutigen Bürgerkriegs war. Vor gerade mal 20 Jahren zwischen Christen und Muslimen. Hier wurde nämlich versucht, die Christen zu vertreiben und Ona und Alex, die beide Christen sind, haben uns davon auch erzählt, wie sie fliehen mussten. Also das ist schon ziemlich heftig, wenn man das so hört und davon sieht man heute halt überhaupt nichts mehr. Die Menschen leben Gott sei Dank wieder im Frieden zusammen und man kann die Insel ganz sicher bereisen. Und einen Spot haben wir auch noch, den wir uns anschauen wollen, nämlich Mini Raja Ampat, haben wir auf Google Maps gefunden. Da leihen wir uns morgen noch mal einen Roller und checken das auch noch mal aus. Bevor es losgeht, stärken wir uns hier nochmal im My Home Café. Das nehmen wir sehr wörtlich, weil wir sind wirklich jeden Tag hier. Es gibt guten Kaffee, günstiges Nasi und Mie Goreng und es ist halt in Anführungszeichen ein richtiges Restaurant. Sonst gibt es halt hier in Tobelo überwiegend Straßenwarungs und wir ziehen halt sowas einfach vor. Und wir haben jetzt auch endlich unseren Roller nach 2 Stunden warten, weil das ist hier auf Halmahera nicht ganz so einfach. Es gibt nicht an jeder Ecke ein Scooter-Rental, aber im Endeffekt funktioniert es halt doch irgendwie immer. Wir haben im Hotel nachgefragt, hier hat dann jemand angerufen, der ist dann gekommen, wieder weggefahren. 2 Stunden später hat es halt im Endeffekt doch geklappt. Und wir haben uns 2 Spots markiert auf Google Maps. Einmal Mini Raja Ampat, das soll schön zum Schnorcheln sein. Und der Name ist Raja Ampat, im Osten von Indonesien auf Papua nachempfunden. Und dann noch den Luadi Beach, das soll der schönste Strand auf Halmahera sein. Die Hinfahrt dauert ungefähr so 1 Stunde und wir sind mal gespannt, wie es so wird.
jetzt so ungefähr 45 Minuten mit dem Roller bis nach Galela gefahren. Hier gibt es einen kleinen Hafen. Wir haben jetzt hier einfach Leute angesprochen, haben einen Schnorchel bekommen und sind jetzt hier auf so einem kleinen Boot, fahren jetzt hier raus. Und ja, sehen dann hoffentlich hier Mini Raja Ampat. Und das Wetter spielt leider nicht so ganz mit. Es hat alles länger gedauert als gedacht. Jetzt sieht es nach Regen aus. Also ich hoffe, wir haben Glück, aber schauen wir mal. Und? Gab es was zu sehen? Ja, schon. Also ich habe ein paar Korallen gesehen und auch ein paar Fische, aber es hat sich halt mega zugezogen. Ich glaube, das Ganze ist bei schönem Wetter nochmal deutlich besser und deswegen kommen wir morgen nochmal wieder. Same Spot, 2 Tage später mit Sonnenschein diesmal, aber leider ohne Schnorchel. Wir haben niemanden gefunden, der uns heute was ausgeliehen hat. Aber wir gehen trotzdem gleich mal ins Wasser, weil es sieht wirklich traumhaft schön aus und natürlich kein anderer Mensch hier, alles für uns. Deswegen sind wir hier auf Halmahera. Also es ist definitiv ein schönes Fleckchen Erde hier, aber die Unterwasserwelt ist jetzt gar nicht mal so bunt. Also ich würde mal behaupten, ohne dass ich jemals da gewesen bin, der Vergleich mit Raja Ampat, der ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Es gibt aber auch noch ganz viele weitere Schnorchel- und Tauchspots hier in der Umgebung, zum Beispiel auch auf Morotai. Das ist hier die Nachbarinsel, da kann man in 2 Stunden rüberfahren. Und die war auch Schauplatz im Zweiten Weltkrieg, weshalb da zum Beispiel noch Kriegsschiffe von den Japanern sind, was für Taucher natürlich sehr spannend ist. Und wir fahren jetzt weiter nochmal zum Luari Beach, das ist hier gar nicht mal weit weg, ich glaube so eine Viertelstunde mit dem Roller und checken den, ja, vielleicht schönsten Strand auf Halmahera nochmal aus. Auf zum Luari Beach. Let's go! Der Luari Beach gehört mit Sicherheit zu den schönsten Stränden hier auf Halmahera, mit weißem Sand, klarem Wasser und dann noch dieser coolen Sandzunge. Ja, damit neigt sich unsere Zeit hier allerdings auch dem Ende zu und es hat uns extrem gut gefallen, weil wir im Endeffekt genau das bekommen haben, was wir erwartet haben. Nicht nur Reisen abseits des Massentourismus, sondern jeglichen Tourismus. Also wir haben kaum ausländische Touristen gesehen, kann man an einer Hand abzählen und wenn, dann waren es eigentlich Taucher und Segler, weil dafür ist die Region dann doch schon bekannt. Aber man kann natürlich auch noch viel mehr machen. Also auf der Insel gibt es noch endlos viele Strände, Wasserfälle und natürlich auch noch den aktiven Vulkan Ibo. Den haben wir ja nicht bestiegen, aber ich denke mal, wir werden noch mal zurückkehren und das auch noch machen. Es war auf jeden Fall der perfekte erste Spot für uns in Südostasien, aber jetzt geht's weiter. Wir haben eine abenteuerliche Fährfahrt und dann noch einen Flug vor uns, bevor wir uns dann aus dem nächsten Land wiedersehen. Bis dann! Ciao, ciao! Tanjung Bongo wie Raja Ampat. Tanjung Bongo wie Raja... Ah, Mann. Ach, verdammt, ey. In Indonesien... Nee, sorry. Wie fange ich an? Warte, ich muss mal ohne Kamera. Ich werd gestorben. Ich hasse so Sachen beschreiben. Oh, ich kann nicht reden. Okay. Wenn du so wegguckst, dann höre ich auf, oder? Korallen gesehen. Sag mal Korallen. Deswegen setzen wir uns jetzt doch mal woanders hin. Das ist Deutsch.